Sehr geehrte Überlebende, sehr geehrte Angehörige, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist gut, dass wir auch in Zeiten, in denen es keine Möglichkeit gibt, persönlich zusammenzukommen, zusammen gedenken und erinnern. Wir gedenken heute Hunderttausender Kriegsgefangener aus aller Welt, die hierher verschleppt und unter miserablen Bedingungen in mehr als 1100 Arbeitskommandos in Norddeutschland zur Arbeit gezwungen wurden. Zehntausende von ihnen verloren dabei ihr Leben. Ebenso gedenken wir der annähernd 10.000 Häftlinge des KZ Neuengamme und seiner Außenlager, die wenige Wochen vor der Befreiung hier ankamen und von denen noch jeder Dritte starb. Sie alle wurden Opfer eines verbrecherischen Krieges und eines verbrecherischen Regimes. Ihnen allen, den Ermordeten wie den Überlebenden, ihren Angehörigen und Nachkommen, gilt unser Mitgefühl. Gestatten Sie mir, heute an zwei Gruppen von Kriegsgefangenen besonders zu erinnern. Am 22. Juni diesen Jahres jährt sich der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion zum 80. Mal. Heute gehen wir davon aus, dass mindestens 25 Millionen Menschen ihr Leben in diesem Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg verloren haben, zu denen auch rund 3 Millionen der ungefähr 5 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen zählen. Schon im ersten Winter 1941/42 starben annähernd 2/3 der gefangen genommenen Soldaten der Roten Armee in sogenannten Russenlagern, in denen ihnen keine Unterkünfte, kaum Verpflegung und nur selten medizinische Versorgung zur Verfügung standen. Auch in Sandbostel wurden ihnen sämtliche Rechte vorenthalten, die ihnen nach Kriegsvölkerrecht zustanden. Viele kamen bereits in schlechtem Gesundheitszustand an. Trotzdem wurden sie schon gleich auf Arbeitskommandos verteilt, wo sie schlechter untergebracht und wesentlich schlechter verpflegt wurden als andere Gefangene. Zudem herrschte strikter Schießbefehl. Aufgrund dieser bewusst den Tod der Kriegsgefangenen einkalkulierenden Bedingungen war die Sterblichkeit unter den sowjetischen Gefangenen deutlich höher als unter anderen Gruppen. Als die Wehrmacht am 8. Mai 1945 endlich besiegt und das Naziregime zerschlagen war, hatte die Sowjetunion unter den Alliierten mit Abstand die größten Opfer gebracht. Dies zu leugnen und ihr eine wesentliche Mitschuld am deutschen Raub- und Vernichtungskrieg zuzuweisen, wie dies das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 19. September 2019 getan hat, darf nicht unwidersprochen bleiben. Auch den 67.000 italienischen Militärinternierten, die im September 1943 in Sandbostel angekommen sind, wurde der Schutz des Kriegsvölkerrechts vorenthalten. Mit der Sonderbezeichnung Militärinternierte wurden sie nicht als Kriegsgefangene anerkannt und zum Beispiel auch in der Rüstungsproduktion eingesetzt. Durch gezielt schlechte Behandlung sollten sie gefügig gemacht und zum weiteren Kampf an der Seite Mussolinis und des Deutschen Reiches gepresst werden. Während sie durchgängig als Zwangsarbeiter behandelt und eingesetzt waren, wurden sie von der späten und unzureichenden Entschädigung für Zwangsarbeit mit der zynischen Begründung ausgeschlossen, dass die Einbeziehung in die Entschädigung das ihnen zugefügte Unrecht bestätigen würde. Sie seien keine Zwangsarbeiter, sondern Kriegsgefangene gewesen. Es ist dringend notwendig, mit dem historischen Wissen, das vorhanden ist und das auch durch die Forschung in Sandbostel und andernorts erweitert und vertieft wird, in aktuelle Debatten einzugreifen und, wo immer es nötig ist, zu widersprechen.
Das sind wir denen schuldig, an die wir heute erinnern. Vielen Dank.